Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen ketogenen Rezeptvideo von mir. Heute zeige ich euch ein herzhaftes Bagel-Rezept, das man in kurzer Zeit in 30 Minuten herstellen kann und welches eigentlich in der Hauptsache nur aus 2 Zutaten besteht, abgesehen von ein paar Gewürzen und dem Backpulver. Ein wirklich einfaches und schnell herzustellendes Rezept, das ihr unbedingt mal nachmachen solltet, weil wir damit wieder leckere, ketogene, also vollkommen kohlenhydratfreie Brötchen zaubern werden. Die erste der 2 Hauptzutaten ist hier das Erdnussmus. Das sollte möglichst von Bioqualität sein und nicht geröstet, also einfach nur reines Erdnussmus ohne irgendwelche Zusatzstoffe, was auch sehr günstig zu erstehen ist. Man könnte natürlich stattdessen auch andere Nussmuse verwenden oder eine Kombination davon, also Cashewmus, Mandelmus und Erdnussmus, aber wem das zu teuer ist, der greift einfach nur auf Erdnussmus zurück. Dann könnte man nach Geschmack würzen. Ich habe dann hier einen kleinen Teelöffel Knoblauchpulver und etwas Himalaya-Salz und einen Teelöffel Backpulver noch hinzugegeben. Und dann kommen zu insgesamt 250 Gramm von dem Erdnussmus 5 Bio-Eier hinzu. Ich hatte anfangs nur 4 gegeben, später habe ich dann noch ein weiteres Ei hinzugefügt. Und das waren dann aber auch schon alle Zutaten. Jetzt wird einfach alles mit dem Schneebesen gründlich durchgemixt. Wir sehen also, wie super schnell das zuzubereiten ist. Hier hatte ich noch das 5. Ei hinzugegeben, nochmal kurz alles durchgemixt. Und dann braucht man einfach nur noch diese Silikonformen, worein man dann diese Masse füllt. Und die habe ich dann kurz mit geschmolzenem Ghee eingefettet. Man könnte natürlich auch ganz einfach Muffinformen verwenden für normale Brötchen. Ich habe dann halt diese Bagelformen benutzt und deswegen daraus Bagels hergestellt, aber letztendlich ist es ja alles genau das Gleiche. Wichtig ist nur, die Formen nicht bis ganz oben zu füllen, sondern einen kleinen Rand zu lassen, weil die Brötchen hinterher noch stark aufgehen. Den Ofen haben wir vorher natürlich schon vorgeheizt und dann werden wir jetzt hier die Bagels noch mit Schwarzkümmelsamen und Sesamsamen bestreuen. Im Schwarzkümmel liegt ja bekanntlich Heilung gegen jede Krankheit außer gegen den Tod. Schaut euch gerne nochmal mein Video dazu an. Die Formen kommen jetzt in den Ofen und dazu nehme ich immer so ein Brett als Hilfe. Die Bagels werden auf Mittelstufe bei 175 Grad Celsius Ober- und Unterhitze genau 20 Minuten lang gebacken. Und dann sind sie schon fertig. Also insgesamt brauchen wir nicht mehr als 30 Minuten für die Zubereitung dieser köstlichen Bagels. 10 Minuten Vorbereitung und 20 Minuten im Ofen. Man könnte sie erstmal auskühlen lassen, aber man könnte sie theoretisch auch gleich anschneiden im warmen Zustand. Tatsache bleibt, dass die Bagels innen ganz weich sind und dabei auch ganz fluffig, Mashallah. Also herrliche Bagels, die man dann mit Butter und was immer man gerne möchte als Aufschnitt bestreichen kann. Ich habe dann hier in diesem Fall als Aufschnitt meinen Rohmilchkäse verwendet, den ich mir immer von Biobauern aus Österreich bestelle, wo ich auch meine Rohmilchbutter herbekomme, die ich dann auch immer für meinen Smoothie, also meinen Lubrikator verwende. Eins meiner köstlichen, gesunden Lubrikatoren-Videos werde ich euch hier oben gerne verlinken. Diese gesunden Smoothies, auch mit rohen Eiern unter anderem, kann ich euch nur stark empfehlen. Was den Käseaufschnitt betrifft, so könnte man natürlich auch den selbstgemachten, gesunden, köstlichen Käse verwenden. Mein Video dazu, wie man den selber herstellt, das verlinke ich euch hier oben. Wie wichtig es ist, in der heutigen Zeit eine Low-Carb-Ernährung zu praktizieren und insbesondere die Brötchen kohlenhydratfrei zu gestalten, das werdet ihr in meinem Video zur ketogenen Ernährung erfahren. Das kann ich euch unten an der Pinnwand verlinken, aber auch in meinem Video zu den größten Gefahren des Zuckerkonsums. Das verlinke ich euch hier oben. Wenn euch mein Video gefallen haben sollte, dann abonniert gerne meinen Kanal, gebt mir einen Like und vergesst nicht, das Glockensymbol zu betätigen. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Maria.